Patreon-Tutorial. So nutzt ihr Patreon als Anfänger. Hey Leute, willkommen zurück. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr mit Patreon starten könnt. Los geht's jetzt. Patreon ist ein Tool, mit dem ihr sicherstellen könnt, dass ihr vermarktbare Inhalte als bezahlten Content anbieten könnt. Ihr könnt Geschenke oder Belohnungen für eure Zuschauer oder für Abos erstellen. Ihr könnt bestimmte Inhalte erstellen, die nur gegen Bezahlung zugänglich sind, und Patreon hilft euch dabei, das alles sicher umzusetzen. Außerdem könnt ihr einige eurer besten und liebsten Content Creator oder eure Lieblingsmarkenbotschafter, Promis und mehr unterstützen. Also, starten wir mit Patreon. Um mit Patreon loszulegen, geht einfach auf patreon.com. Sobald ihr auf patreon.com seid, müsst ihr nur oben rechts auf Loslegen klicken. Das Beste an Patreon ist, dass es kostenlos verfügbar ist. Du zahlst niemanden zum Start, keine Anmelde- oder Registrierungsgebühren. Alle Tools, die du brauchst, sind sofort dabei, kostenlos. Und ihr könnt eure Inhalte, eure Podcasts und eure Videos veröffentlichen. Ihr könnt Kurse posten, außerdem mehr Personalisierungsoptionen bekommen und das alles kostenlos. Zum Start der Anmeldung mit Google, Facebook oder per E-Mail registrieren. Gebt das einfach hier ein und wir machen dann mit unserem Google-Konto weiter. Nach dem Erstellen sehen wir unser Dashboard. Das ist nur ein von mir angelegtes Demokonto. Wenn ihr neu anfangt, müsst ihr nur einen Benutzernamen eingeben, also wie ihr bekannt sein möchtet. Das ist normalerweise der Name, den ihr ohnehin verwendet. Wenn ihr euch mit einem neuen Konto anmeldet, müsst ihr euren Business-Namen oder den Namen eingeben, den ihr hauptsächlich nutzt. Um loszulegen, seht ihr oben links eine Symbolleiste. Und in dieser Symbolleiste habt ihr meine Seite. Das ist das, was Abonnenten oder Leute, die nach meinem Namen suchen, sehen werden. Rechts seht ihr eine Erstellen-Option, mit der ihr Inhalte für Patreon erstellen könnt. Rechts habt ihr außerdem eine Teilen-Schaltfläche, mit der ihr euren Patreon-Link teilen könnt, sowie ein paar andere Tools, mit denen ihr eure Seite ansehen könnt. Um anzufangen, fügen wir vielleicht ein Foto hinzu. Normalerweise ist das so etwas wie euer bekanntestes Foto. Wenn ihr YouTuber seid, ist das euer Profilbild. Dann kommt euer Name. Sagen wir, unser Name ist Jordan. Das ist unser Kanalname, nur als Beispiel. Und dann sagen wir haben so etwas wie man ein bisschen einfacher lebt. Und dann habt ihr euer Patreon. Das ist dann unser Patreon-Link. Und darunter haben wir unsere Startseite und dann unsere Sammlungsseite. Ihr könnt eure Inhalte in bestimmte Serien oder Kategorien einteilen. Sagen wir, ihr habt Inhalte, die sich nur um Rezepte drehen. Du kannst alles ordnen. Einige Inhalte helfen beim Autoreparieren. So baust du Sammlungen, Listen und Kategorien. Danach kommt nun die Mitgliedschaft. Patreon lässt dich ganz einfach verschiedene Mitgliedschaften erstellen. Ich kann hier auf weitere Optionen klicken und von hier aus kann ich die Stufen bearbeiten, die meine Patreon-Mitglieder haben werden. Es kann Mitglieder geben, die eure VIP-Stufe abonniert haben. Die zahlen dann mehr, bekommen aber Zugang zu exklusiveren Inhalten. Und dann habt ihr vielleicht Leute in einer niedrigeren Stufe, die andere Vorteile bekommen. Sagen wir, das ist unser Abonnent. Und der monatliche Preis beträgt $5 und dann, ihr wisst schon, Zugang zu exklusiven Inhalten. Ich empfehle immer, dass ihr in der Stufenbeschreibung die Unterschiede zwischen den einzelnen Stufen wirklich detailliert beschreibt, weil es euren Abonnenten oder Zuschauern die Entscheidung leichter macht. Wenn ihr also exklusive Inhalte und Behind-the-Scenes aus unseren YouTube-Videos habt. So, das kann ich hier einfügen. Und wenn ich das gemacht habe, kann ich auch ein Titelbild wie dieses hinzufügen. Sagen wir nehmen das hier als Titelbild. Ich verwende das hier. Und das wird als Bild für diese konkrete Art der Mitgliedschaft angezeigt. Dann haben wir Vorteile. Ihr könnt also eigene Vorteile hinzufügen. Und es gibt ein paar grundlegende Vorteile, die schon hinzugefügt wurden. Sagen wir haben Live Chat als Kategorie und der Titel ist dann Live Chat einmal im Monat. Und ich füge diesen Vorteil hier einfach hinzu. Und dann könnt ihr auch eine kostenlose Testphase erstellen. So können Mitglieder eine bestimmte Stufe ausprobieren, bevor ihr ihnen etwas berechnet. Ich aktiviere keine Gratisprobe, also gehe ich weiter.
Dann gibt es erweiterte Einstellungen fürs Konto und Optionen, inklusive Versandadressen. Wenn euer Patreon-Abo zum Beispiel eine Geschenkbox oder eine Abo-Box enthält, dann braucht ihr Lieferadressen. Also müsst ihr das aktivieren. Ihr könnt auch die Zahl der Beitretenden begrenzen. So wird dann eine Mitgliedschaft extrem exklusiv. Nehmen wir meine teuerste Stufe, insgesamt nur für maximal 50 Personen zugänglich. Das schafft Exklusivität und sorgt meistens auch für etwas mehr Bass. Aber bei allgemeinen, abonnementsbasierten Stufen empfehle ich, kein Limit festzulegen. Ich klicke hier also auf Speichern und sobald ich auf Speichern klicke, ist unsere Patreon-Stufe gespeichert. Das ist jetzt nur eine einfache Stufe, ich kann sie bearbeiten und eine neue erstellen. Das ist also die Abonnentenstufe. Jetzt kann ich eine neue Stufe erstellen. Also füge ich noch eine hinzu. Das wird die VIP-Stufe. Und sagen wir, ich verlange 100 US-Dollar. Und dann kann ich natürlich die Vorteile hinzufügen. Das könnte zum Beispiel sein, chatte mit mir und hol dir alle Details, die du willst. Dann füge ich ein Bild und Stufenvorteile hinzu. Hier noch einen Vorteil. Ich kann auch einen eigenen Vorteil erstellen, der klarer ist und sich leichter einrichten lässt. Sagen wir dabei werbefreie Inhalte. So, und dann füge ich noch einen hinzu. Das könnten Fanwünsche und direkter 1-1-Kontakt sein, also einfach ein bisschen mehr. Dann klicke ich einfach auf Erweitert und sagen wir, ich begrenze die Anzahl der Mitglieder, die beitreten können. Und ich möchte nicht, dass mehr als 100 Leute beitreten, also füge ich das hinzu. Dann kann ich auf Speichern klicken. Und so einfach haben wir verschiedene Stufen für unsere Patreon-Abos erstellt. Sobald du deine Mitgliedschaft erstellt hast, kannst du hier auf Sammlungen klicken und dann auf Sammlung erstellen. Von hier aus kannst du eine bestimmte Sammlung erstellen und Inhalte in diese Sammlung hochladen. Oder wenn du dir nicht sicher bist, wie du deine Inhalte kategorisieren willst, kannst du oben rechts einfach auf Erstellen klicken und dann Text, Bilder, Videos, Umfragen und mehr hinzufügen, um eine interaktive Community aufzubauen. Von hier aus kannst du also einen Text eingeben. Sagen wir zum Beispiel, hey Patreon-Abonnenten, welche Art von Content wollt ihr? Sagt es mir in der nächsten Umfrage. So, dann klicke ich auf Weiter. Danach wähle ich, hier sichtbar für alle zahlenden Mitglieder, nur für eine bestimmte Stufe oder für alle, je nach Bedarf. Sagen wir also, alle zahlenden Mitglieder. Dann kann ich auch eine Vorschau hinzufügen. Und dann kann ich hier Kommentare aktivieren. Nur zahlende Mitglieder kommentieren deine Beiträge. Gebt mir Bescheid. Dann passe ich den Text gern an. Schreibt es in die Kommentare oder ich starte eine Umfrage auf Patreon. Und schon kannst du Inhalte posten. Eine gute Möglichkeit, dein Profil zu prüfen, ist, auf dein Profil zu gehen und dann oben rechts auf Zahlendes Mitglied zu klicken, um zu sehen, wie dein Profil für zahlende Mitglieder aussehen wird. So siehst du, wie es bei deinen Abonnenten läuft. Hoffe, das Video hilft. Und damit kannst du jetzt mit Patreon loslegen, wenn ja. Lass gern ein Like da und abonniere den Kanal.